Heute möchte ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben, mit dem du deine Flexibilität entscheidend verbessern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico-like am Trompetentraining. Flexibilität brauchen wir vor allem, wenn es um Bindungen geht. Wir nehmen die Naturtonbindung zum Beispiel von C2, E2 aufs G2 nach oben. Oft passiert folgendes: Ba, Kra, und so weiter und so fort. Also dieses Umbruchgeräusch, dieser Bruch zwischen zwei Tönen, beziehungsweise man versucht natürlich dann dementsprechend zu trainieren, drückt die Trompete auf die Lippe oder bläst noch schneller rein. Und letztendlich klappt es nicht. Man hat Literatur von Colin, Flip Flexibilities etc. pp. Da gibt es ja richtig viel. Aber man kann trotzdem nicht diese Naturtonbindung spielen, weil man es nicht weiß, wie man es trainiert bzw. falsch trainiert. Heute möchte ich dir mal einen Tipp bzw. eine Überlegung mit auf den Weg geben, wie wir diese Lip Flexibilities, diese Flexibilität bei uns trainieren können, damit wir eben auch geschmeidig und auch vor allem in einer gewissen Geschwindigkeit diese Naturtonbindungen spielen können. Viele lösen das Problem, indem sie, das sind unsere Lippen, mit dem Mundstück auf die Lippen draufdrücken. Also wir versuchen sozusagen die Flexibilität der Lippe herbeizuführen, indem man einfach draufdrückt. Wir drücken aber die Muskulatur ab, beziehungsweise es klappt nicht wunderbar. Man hat immer diesen Bruch, beziehungsweise dann, wenn man noch mehr reinbläst, dann hat man so ein richtiges so ein Explosionsgeräusch im Ton, und es muss ja nicht sein. Meine Überlegung ist, die Lippen müssen ja flexibel sein, damit sie eben geschmeidig von einem Ton auf den nächsten kommen. Ich versuche das durch das Drücken zu machen, das klappt aber nicht, aber meine Überlegung ist, wir machen genau das Gleiche, allerdings nicht mit dem Druck der Trompete des Mundstücks gegen die Lippen, sondern wir rollen unsere Lippen ein. Das heißt, ich gebe meinen Lippen etwas nach hinten und das Mundstück bleibt natürlich an den Lippen. Dementsprechend habe ich natürlich Kontakt, der Ton kommt vorne raus, aber ich drücke nicht drauf, sondern das macht alles meine Muskulatur. Gehe ich nach unten, geht es nach außen. Gehe ich nach oben, geht es nach hinten. Und so steuere ich meine Muskulatur. Dementsprechend schwingt etwas weniger Lippenmaterial und dementsprechend komme ich natürlich auch dann nach oben bzw. nach unten. Wenn ihr es einmal trocken sehen wollt, das funktioniert dann so. Also nicht in die Seiten ziehen, sondern einrollen. Wenn ich es auf der Trompete mache und mich nur auf diese Bewegung konzentriere, komme ich drüber. Ohne dass ich das Mundstück an die Lippen drücke, sondern nur diese Bewegung mache. Und schon bin ich oben beim C3. Und ich kann natürlich auch dann dementsprechend den Tonraum nach oben erweitern. Wieso? Meine Lippen schwingen ja weiterhin. Das heißt, es sind verschiedenste Faktoren beteiligt natürlich. Die Luft, natürlich auch die Zungenposition. Die geht in einer aufwärts nach vorne gerichteten Bewegung nach vorne und engt den Luftraum von Mundhöhle zu Zunge etwas ein. Und die Luft muss durch einen engeren Kanal. Dementsprechend haben wir natürlich auch eine höhere Luftgeschwindigkeit. Die trifft auf unsere geschlossenen Lippen und je nachdem, wie viel Lippenmaterial ich eben schwingen lasse, kommt eine höhere oder tiefere Frequenz zustande und dementsprechend kann ich nach oben oder nach unten spielen, beziehungsweise in dem Fall der Flexibilität geschuldet, natürlich auch vernünftig binden, ohne Nebengeräusche, und das ist doch eine wunderbare Sache. Und wenn das mal läuft und funktioniert, kann ich das Tempo der Bindungen ohne Probleme auch steigern. Und nach oben schleudern die Töne und nach unten und so weiter, in welche Richtung ich eben spielen muss, beziehungsweise was die Literatur mir natürlich vorgibt oder ich das gerne möchte. Also denkt dran, nicht das Mundstück gegen die Lippen drücken, sondern die Lippen machen die Arbeit. Und dementsprechend hast du natürlich dann auch immer Klang, Sound, die Luft kann fließen und vor allem der wichtigste Effekt, du stärkst deine Ausdauer. Du kannst länger spielen, natürlich, weil du drückst das Muskelmaterial nicht ab. Dementsprechend wird der Muskel natürlich viel später müde und du kannst länger spielen. Also in allen Bereichen ein wirklich wichtiger Tipp. Kümmere dich um deinen Ansatz, kümmere dich um deine Lippentechnik und dann wirst du merken, dass du dein Trompetespielen wesentlich verbessern kannst, flexibler spielen kannst und souveräner auf deinem Instrument musizieren kannst. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao.
Euer Nico.